Moin moin liebe Sportsfreunde. Lange ist her seit dem letzten Video. Ich hoffe man kann mich verstehen. Maulkorb, viel Verkehr hier. Es hat sich einiges getan, deswegen war es relativ still. Dem einen oder anderen fällt vielleicht schon auf. Ja, hier scheint die Sonne, blauer Himmel. Wir sind nicht mehr in Deutschland, nein. Deswegen war die letzte Zeit auch nichts Neues mehr los, zu hören, zu lesen, zu sehen. Wir sind umgezogen, ein bisschen weiter. Das Auto hat nicht mehr gereicht. Wir mussten in den Flieger und sind jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, mal etwas ganz anderes. Dazu dann später mal mehr oder ein anderes Mal mehr. Grundsätzlich, was habe ich heute vor? Da ich heute frei habe, dachte ich mir, es wird mal Zeit, sich nach einem Auto umzuschauen, nach einem fahrbaren Untersatz, nach irgendwas Adäquatem und was ein bisschen für Daily Driving geeignet ist, aber womit man auch mal querfahren kann. Ja, nach ein bisschen Recherche, das größte Problem hier ist einfach, du findest zwar einen Haufen Autos, aber ich weiß nicht, was mit den Leuten hier los ist. Entweder können sie nicht schalten oder sie haben keinen Bock drauf, aber man findet nur Automatikkarren, was höchst bescheiden ist, sage ich mal. Ja, okay. Also, ich bin auf der Suche gewesen nach einem E46, habe dann eine Garage, eine Werkstatt gefunden, die sich auf BMW oder deutsche Modelle spezialisiert haben. Haha, wie so viele hier in Dubai. Aber grundsätzlich, ja, BMW, klassische BMW ist sehr cool. Und er hat mir einen weißen E46 M3 SMG-Getriebe angeboten. Den will ich mir heute mal anschauen. Und ja, mal so gucken, was hier für Leute unterwegs sind. Vielleicht kann man ein paar Kontakte knüpfen. Gerade was klassische Fahrzeuge angeht. Die sieht man hier in Dubai oder in UAE jetzt nicht so oft wie bei uns. Sind relativ selten und ja. Und wenn nicht gerade importiert aus einem Land mit viel Handschaltern, dann leider Automatik. Aber gut, ich mache mir auf die Socken. Es ist ein gutes Stück bis dahin. Da ich kein Auto habe, muss ich die Metro benutzen und meine Füße. Beides funktioniert sehr gut. Und ja, ich schaue mal und melde mich nachher, wenn ich da bin. Scheiße. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Vermutlich muss ich irgendwo auf die andere Seite. Hier gibt es schon die ersten Autogaragen. Ein Gym. Ja. Puh. Bin vermutlich mal wieder irgendwo gelandet, wo Fußgänger nicht landen sollten. Naja, irgendwo wird es schon weitergehen. Jetzt gibt es erstmal was zu trinken und ab die Post. Bis nachher. Ja. Okay, hier bin ich noch nicht. Allerdings gibt es hier die ersten Hinterhofwerkstätten. Der Kamerad braucht noch ein bisschen Pflege. Nur ein bisschen. Hier, ansonsten findet man hier alles Mögliche. Von Schrott zu ja, Maybach, okay. Kann man rennen lassen. Schauen wir mal um die Ecke. Ein Haufen Schrott, aber schaut mal, was sich hier versteckt. Mega. Mega geil.
Schauen wir mal, wir sind fast da. Bei Slick Custom Auto. Aha. Eine halb eingepackte Corvette. Oh. Was sich wohl da versteckt? Oh. Vielleicht findet man den Besitzer. Das wäre natürlich fett. Sieht aus wie deutsche Kombi. Mega, mega. Hallo mein Freund. Geile Sache. Viel Pflege notwendig. Aber hier verstecken sich ja ein paar richtig geile Karren. Der leckt mich am Arsch. Mega, mega. Oh, hallo. Hallo mein Freund. Dann 330 Ci. Ah, schwules Cabrio. Und wie immer Automatik. Alles Automatik. Ja, was ist mit dem Freund hier? Viel Arbeit, immerhin Handschalter. Geil, geil, geil. Okay, coole Sache. Also Autos stehen mal richtig schicke schon mal hier. Jetzt gucken wir mal rein. Der 7er M3 in weiß. Oh. Das mal nicht zufällig, der ist, den ich mir angucken wollte. Rotes Interieur. Ach du Scheiße. Der Sitz ist ja schon weg. Okay. Haube. Liegt ein bisschen arg tief. Haube offen, Spaltmaße. Naja. For Scrap. Naja gut, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Verschrotten würde ich jetzt auch nicht gerade. Bisschen Luft hinten rein. Reifen ist platt, aber glücklicherweise nur unten. Ansonsten schaut es mal nicht verkehrt aus. Ja, der braucht definitiv Pflege. Und jemand, der ihn fährt. Was haben wir noch? Alten M5. Guten alten 190er. 3, oh, alten M3. Ja, scheiße. Nochmal ein M3. Wer braucht schon Lichter? Fahren wir tagsüber? Na, ist die Sache eigentlich okay. Wieder scheiß Automatik. Völlig ausgeschlachtet, der Kamerad. Meine Fresse. Na gut. Schauen wir mal rein. So, da sind wir wieder. Ich konnte nicht alles filmen da drin. Ihr habt ein paar coole Autos gesehen. Einfach ziemlich geil, was hier alles rumsteht. Viele Klassik BMWs. Der Besitzer selber steht einfach auf die Classics. Gibt es natürlich nicht so häufig in Dubai. Deswegen auch relativ selten und alles teuer. Aber einfach geil. Neue Autos findet man hier wie Sand am Meer oder wie Sand in der Wüste, möchte man hier sagen. Aber wer will den Scheiß schon? Jo. Am Ende des Tages würde ich sagen, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Was ich gefunden habe, der E46 M3, der weiße, wegen dem ich eigentlich da war, der taugt, naja, für den Preis muss man ihn halt komplett zerlegen, deswegen denke ich, wird das eher nix. Aber dafür stand hinten in der Halle seit 3 Jahren irgendwo unter einer Haube begraben ein E36 M3 Evo. Ja, gibt auch noch viel Arbeit dran zu machen, aber ist ein ziemlich geiles Auto und gibt es halt auch nicht so häufig, ne? Von dem her, ich lasse mir mal durch den Kopf gehen. Preis ist okay, die Jungs sind echt cool. Die ganze Garage taugt, sehr geile Arbeit, wirklich nur Classic Cars, Classic BMWs.
Und wirklich nichts von der Stange. Einfach geil. Das war mein Besuch bei Slick Custom Auto. Sehr cool, hat sich auf jeden Fall gelohnt, wie gesagt. Und ja, jetzt werde ich mal gucken, wie ich die 2-3 Kilometer wieder zurückschlapp. Ja, und dann muss man sich das mal durch den Kopf gehen lassen. Mal gucken, was es sonst noch so gibt. Wir werden sehen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und schauen wir mal, dass man mal wieder ein paar mehr Videos hier bringt aus Dubai. Übrigens, genau, wir sind nach Dubai gezogen. Deswegen war es relativ still und lange still auf dem Kanal oder generell auf Facebook, Instagram und den ganzen Scheiß. Ja, was uns dazu bewegt hat, keine Ahnung. Darüber kann man viel erzählen, lange erzählen. Eigentlich habe ich Zeit dafür, aber ihr vielleicht keinen Bock, euch den ganzen Mist anzuhören. Jedenfalls einfach mal was Neues, neuer Schritt, mal ein anderes Fleckchen dieser Erde, ein bisschen den Blickwinkel, den eigenen verändern. Und ja, deswegen haben wir uns die sonnige Wüste ausgesucht und sind jetzt einfach mal hier. Wie ihr seht, nimmt man es auch hier sehr ernst mit Corona, Carola, Covid, sonst was. Ich hoffe, man kann mich überhaupt hören bei dem Wind. Ja. Nee, auf jeden Fall einfach mal was Neues erleben, gucken, wie die Tuning-Szene hier so ist. Ich habe schon die ersten Eindrücke gewonnen. Es ist manchmal einfacher, manchmal komplizierter als Deutschland. Hier ist natürlich eine Stadt der Superlative. Man kann sich gar nicht vorstellen, was manche hier an Kohle ausgeben können und haben. Ich habe noch nicht mal einen fahrbaren Untersatz hier. Ja, auf jeden Fall eine sehr interessante Stadt, abwechslungsreich, gegensätzlich. Und die nächsten Tage schaffe ich es hoffentlich mal auf den Rennkurs, ins Autodrom. Autodrom? Ja. Und vielleicht können wir da mal ein paar Events beiwohnen. Also, ich mache mir jetzt mal wieder auf den Weg hier oder bin schon auf dem Weg. Irgendwo im Nirgendwo. Und man sieht und hört sich. Bis dann.